Nach dem Facettenbox Würfel zeige ich dir noch eine Variante mit der gleichen Technik, und zwar diese doppelte Facettenbox. Sieht kompliziert aus, ist total einfach. Wie das geht, zeige ich dir jetzt, und ein kleiner Tipp gleich zum Anfang: lässt sich auch wunderbar umfunktionieren als kleine Mini-Laterne. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Es gibt eine neue Reihe bei mir, 24 Boxen für Adventskalender, und wir sind mittendrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich schon gezeigt, und heute kommt die 8. Box. Der Sinn dahinter ist, dass du aus einer Packung Designerpapier mit 12 Blatt in den Maßen 12 x 12 Inch, das sind 30,5 x 30,5 cm, die Boxen für einen Kalender nachbasteln kannst. Entweder alle verschiedenen, dafür müsste es reichen, oder auch eine Box. Kleine Ausnahme ist die Box von heute. Dafür bräuchtest du sehr viel Farbkarton, um das aufzufüllen. Ginge natürlich auf. Du machst die Hälfte der Boxen mit dem Designerpapier und die andere Hälfte mit Farbkarton in den Maßen 12 x 12 Inch. Das gibt es auch. Allerdings nicht in allen Farben. Frag mich da einfach direkt, wenn dich da was interessiert. Ich verkaufe auch einzelne Blätter. Okay, zu dieser ganzen Reihe, wenn ich sage mit dem Designerpapier 12 x 12, die Packung, brauchen wir immer noch passenden Farbkarton. Aber dann wird es funktionieren. Okay, also Platz machen. Lassen die trotzdem mal hier, da hast du schon mal so eine Idee, was du dir noch alles bei mir anschauen kannst, weil für all diese Boxen gibt es inzwischen schon Anleitungen. Das war die Facettenbox als Würfel. Und jetzt der doppelte Würfel. Hier zeige ich dir mal schnell, ich habe letztens das noch nicht fertig gemacht. So habe ich das oben mit einem Loch noch versehen, dass ich die Box aufhängen könnte, und kann sie hier öffnen. Die Schleife ist nicht an dem Stück dran, sondern wie eine Attrappe da drauf gesetzt. Sieht es so aus, und dann kann ich es doch dahinter öffnen. Ja. Hier fällt er auseinander und dann passt das. Den gleichen Verschluss könnte man für diese Box auch nehmen. Okay, jetzt aber genug gefaselt, es geht los. Wir brauchen ein Stück. Ich nehme nochmal Designerpapier in den Maßen 28 x 29 cm und den Papierschneider, mit dem wir auch falzen können, und dann falzen wir jetzt hier mal eine Runde. So, jetzt lege ich mir meinen Spicker mal woanders hin. Sieht mir hier meinen Hilfswagen ein Stück rüber. Mann, der wackelt. Mann. Okay, die lange Seite, 29 cm. Passt, genau. Die falzen wir zuerst bei 7 cm. 14 cm, dran denken, Designerpapier nicht zu doll drücken. 7 cm, 14 cm, ich bin in der Zeile verrutscht, 21 cm und 28 cm. Da haben wir auf diesem Stück, deswegen sind es eben die 28 x 29 cm, hier 1 cm Falzlinie übrig. Die falze ich jetzt mal, dann sehen wir das auch schon. Nur mal einmal schon vorgeknickt, das ist die Seite mit der Falzlinie. Jetzt drehen wir so rum, um 90 Grad, und setzen Falzlinie. Die erste auch wieder bei 7 cm. Die nächste bei 10,5. Immer günstig, man kann oben und unten gucken, dass es auch wirklich gerade liegt. Dann bei 14 cm. Bei 17,5. Bei 21 cm. Und das heißt, wir haben unser Papier eingeteilt hier in 7, 7, 7, 7, und die zwei mittleren Felder haben jeweils nochmal, wenn du nur das Feld hier betrachtest, bei 3,5, also in der Mitte noch eine Linie. Bevor wir jetzt die Diagonalen ansetzen, falze ich wieder alles schön ordentlich, damit das nachher gut ineinander passt. Der geht nach außen und der hier nochmal nach innen. Ich hoffe, ich habe exakt
meine Linien gezogen und jetzt die andere Richtung. 1, ja, geht schon los, Moment. Sie sagt es und sie weiß es nicht. 1, 2, das muss genau da oben dran liegen. Und die dritte Linie messen wir, indem wir schauen, ob das hier genau passt. Und es passt. Nicht schon wieder verfalzt. So, aber es passt. Mal schauen. Gut, jetzt haben wir es. Jetzt brauchen wir diagonale Linien. Wir legen es uns so rum hin. Hier ist unsere Klebefläche und jetzt ziehen wir Diagonale. Habe ich jetzt mein Lineal da? Habe ich. Mein Falzbein habe ich auch. Und wenn das alles schön exakt gemacht ist, können wir sogar komplett die Linien durchziehen. Das zeige ich dir gleich, aber vorher schneiden wir, damit es noch einfacher wird. Hier unten und oben jeweils ein. Das wären unsere Boden und Decke. Schneiden wir schon mal ein. Ich habe immer noch ein Augenproblem. Aber das wird besser, bestimmt. Oder später. Also die 4 Flächen für den Boden und hier unten die Klebefläche zur ersten Querlinie brauchen wir hier nicht. Wir brauchen sie in den beiden mittleren Feldern. Guck raus. Seite genauso. Die Seite. Wenn das der Boden ist, dann ist das oben. Das auch. Ja, und jetzt kannst du für dich schon mal wissen, immer zu den eingeschnittenen Stellen gehen die Diagonalen. Okay, und zwar über beide Felder, also von hier nach da unten. Hier mit dem Aufhebhelfer, das hat auch eine Spitze zum Falzen. Die erste Linie, hier beim kleinen Feld von hier nach da. Dann gehen wir auf das nächste, das ist hier. Moment. Also Nummer 1, das nächste ist hier, Nummer 2 auf die 3 unten. Du könntest das genauso einzeln machen, also erst die obere Hälfte und dann die untere Hälfte, aber wir können das auch komplett machen. Müsste immer schön über die Kreuzungen laufen. Das funktioniert. Wenn du das nicht siehst, markiere dir das. Ich habe deswegen ja schon die Falzlinien nachgefalzt. In der Hoffnung, dass ich es besser sehe. Die eine Richtung und jetzt die andere Richtung. Werbung für meine anderen Boxen mache, ist es natürlich hier sehr voll. Facettenboxen habe ich ja bisher schon, das ist jetzt die dritte. Ich habe die eine Facettenbox gezeigt, wo ich eine ähnliche schon mal als Rucksack gemacht habe oder als Schulranzen. Dann den Facettenbox Würfel und das ist jetzt der doppelte. Und als kleine Vorschau, demnächst kommt, glaube ich, die Diamantbox. Die könnte man ja auch wie ein Facettenmotiv gibt es da ja auch, also von Muster auch Facetten. So, hier in der Mitte, den Klebestreifen, schneide ich noch mal ein Stück ein, damit uns danach nicht irgendwas drückt. Wirst du dann sehen. Bevor ich jetzt zusammenklebe, nämlich so und so, werde ich alle Falzlinien einmal nach außen falzen. Also die geraden haben wir und jetzt kommen die Diagonalen. Mache ich auch der Reihe nach, der kleine. Dann ziehe ich den nächsten, großer. Du kannst ja auch immer wieder dich orientieren an diesen Klebefeldern für oben und unten. Den nächsten haben wir. Nächste Linie. Wenn du dir nicht sicher bist, wo eine Linie ist, hol da nochmal das Lineal und arbeite nochmal nach. Die eine Richtung ist ja also hier besser, sind sie alle schon mal da. Und jetzt in die andere Richtung. Einmal. Und das muss immer wieder gleiche Flächen ergeben. Das passt immer wieder rechtwinklig in das Ganze rein. Das muss dann unten aufeinander liegen.
Ja, und wenn das so stimmig ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das Ganze am Ende auch passen wird, dass du gerade gearbeitet hast. Ja, ich zähle hier noch so ein bisschen vor mich hin und schau mal, ob es wirklich passt, aber es wird passen. Gut, haben wir. Dann nochmal die inneren Linien, gehen nach innen, diese geht nach außen. Nach innen, das wird sich aber gleich von selber ergeben. Moment, ich muss mal nochmal denken. Nicht zu viel denken, aber ein bisschen. Halte die auch nochmal. So, okay. Jetzt haben wir schon 10 Minuten vergeigelt, jetzt geht es trotzdem weiter. Hier auf die 1 cm breiten Streifen, die beiden Klebeflächen in der Mitte sind ja noch da. Doppelseitige Abreißklebefolie, Schutzfolie abreißen. Und wenn wir alles schön winklig gearbeitet haben, falten wir es in der Mitte aufeinander und dann müsste das passen wie gewünscht. Es passt wie gewünscht. So, bevor wir jetzt Facetten formen, falzen wir erstmal, kleben wir erstmal den Boden. Das formt sich schon von selber. Wer die letzte Box schon gemacht hat, hat ja gesehen, wie das zaubereimäßig wunderschön ineinander greift gleich. Jetzt kommt der Boden, den kleben wir. Ich bin jetzt also fast in der Kamera, wie du merkst. Feld 1 und 2 und 3 und 4. Gut kleben, aber auch nicht rumschweinzen. Nicht zu viel Klebstoff, dann müsste das ziemlich gut passen. Also so exakt wie möglich, je nachdem wie du gemessen hast. Jetzt haben wir, nicht wie gestern, das Falzbein schon ausgepackt. Innen schön befestigen, andrücken und oben legen wir das jetzt einfach schon mal zurecht. Hier siehst du ja, wie ich das dann mit einem Verschluss versehen habe durch das Band, was das Ganze zusammenhält. Und jetzt fangen wir unten an und drücken auf die Kanten. Du siehst ja, es sind 2 Facetten, also drücke ich hier auf die untere und gleich mit auf die obere. Jetzt drehe ich es um 90 Grad und die nächste untere und die obere. Das ist so genial, finde ich. Unten und oben. Unten und oben. Und das war's. Du siehst diese Box. Ja, bei der zweiten geht es noch besser. Hier hatte ich mich nämlich einmal verzogen mit den Linien. Also die zweite finde ich noch exakter. Jo, genauso ist es natürlich auch machbar aus Farbkarton. Dann ähnlich wie hier, wenn du dekorieren möchtest, ein kleines Quadrat schneiden. Du weißt ja, hier sind die Maße eigentlich jedes Feldes 7 x 7. Dann würde ich, weil ich das ja in 4 Teile auseinanderschneide, das Quadrat auf 6 x 6 schneiden, diagonal jeweils auseinanderschneiden, dass ich 4 Elemente habe und damit die unterschiedlichen Felder dann verzieren. Nicht alle machen, so einige. Also hier fehlen mir noch 2, die mache ich. Und hier dementsprechend, wenn es aus Farbkarton und einfarbig ist, noch ein bisschen mehr. Ja, so viel zum Thema Facettenbox. Die nächste Facettenbox wird dann wahrscheinlich die Diamantbox, aber ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Reihenfolge ich dir das Ganze zeige. Was haben wir hier nochmal? Eine Hausbox, ein Milchkarton, diese Facettenbox ähnlich wie dem Schulranzen, hier die den Surcreme-Container, eine Pop-Up-Matchbox und die selbstschließende Box mit Boden. Ja, und heute diese quadratischen oder quadratisch ist falsch, diese Würfel. Facettenboxen einfach und doppelt. Ja, das war's. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.